Raise your head and hold it high, let it shine. Get on up, you are more than me. Baby, let it shine. Get on up, oh, raise your head and hold it high, and let it shine. Get on up, you are more than meets the eye. So let it shine. Get on up, raise your head and hold it high, let it shine. Get on up, you are more than meets the eye. So let it shine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder Talk. Heute mit dem Timo Und dem Julian. und dieser wunderschönen Street Bob. Kurz zur Geschichte vom Kunden. Der Kunde hatte letztes Jahr bei uns eine Street Bob gekauft, hatte ein seitliches Kennzeichen und Auspuffanlage schon machen lassen und wollte jetzt über den Winter hinweg unser Thunderbike-Programm einmal mit Rädern, mit allem drum und dran, aber jetzt nicht so extrem auffallen. Also wir bieten ja auch wirklich große Größen an, sprich 21 Zoll, 23 Zoll, was natürlich auch immer extrem auffällt. Aber Wunsch des Kunden war halt wirklich schon viel Thunderbike-Zubehör, Dezenter. aber ein bisschen dezenter. Und ich glaube, das haben wir mit dem Bike wirklich gut hinbekommen. Absolut. Wir haben die Reifengrößen einmal verändert natürlich. Ne, original kommt die Street Bob hinten mit einem 16 Zoll Reifen. Wir haben jetzt einen 18 Zoll Reifen oder Felge verbaut, die dann auch 6 Zoll breit ist, dass wir einen 200er fahren können. Und vorne haben wir dann von 19 auf 21 Zoll vergrößert und auch ein bisschen breiter für einen 130er Reifen. Ne, dann unser FLH-Raddesign komplett schwarz gehalten, auch mit schwarzen Verschraubungen, macht schon viel her. Neumodisch, modern. Das Rad sieht einfach nur edel in der gesamten Maschine aus. Ja. Wenn wir einfach mal vom Rad etwas weiter höher gehen, wird letztendlich der Look weitergeführt über unseren Frontfender, den wir dementsprechend auch ein wenig angepasst haben. Die schwarze Headlamp Cap über dem Scheinwerfer mit unserem Fliplenker hier oben drauf. Das Ganze wird dadurch halt auch wieder modern gehalten. Ja. Wir schwenken nicht ab in irgendwie welche klassischen Richtungen. Generell wird das Ganze auch gepaart mit unserem Kombi-Instrument. Alles schön schwarz glänzend, wie halt der Rest der Maschine auch aufgebaut ist. Vorne ist halt auch schön, dass wir die Gabel nochmal tiefer gelegt haben. Somit wirkt das ganze oder die ganze Vorderradpartie sehr kompakt, ein bisschen gedrungen. Macht halt in der Gesamtheit nochmal eine sehr schöne Linie. Ne? Genau. Wenn wir etwas weiter runterschauen, haben wir unsere Thunderbike Fußrastenanlage. Im Gegensatz zur Originalanlage ist diese etwas weiter vorverlegt. An der Fußrastenanlage findet ihr auch die Thunderbike Base Satin Serie, genauso wie an den Sozius-Rasten als auch den Griffen oben. Spiegelt sich also überall sehr schön wider. Und sorgt halt für eine schöne Sitzposition, also der Fliplenker, vorverlegte Fußrasten, also das, was man eigentlich haben möchte für einen schönen modernen Shopper. Genau. Ja, gucken wir auch nochmal im hinteren Bereich. Da ist ja auch einiges verbaut. Genau, wir haben hier den Steel-Heck-Fender, dementsprechend für das umgebaute Rad mit dem 200er Hinterreifen natürlich eigentlich einer der besten Heckfender, den wir draufsetzen können. Das Rad kommt schön wuchtig zur Geltung. Ja, vor allem auch hier in Kombination mit dem Luftfahrwerk haben wir halt im Stand eine schöne flache Optik, die man dann natürlich auch hochfahren kann, um dann den Komfort und Bodenfreiheit, Federweg beim Fahren zu haben. Ja, kommen wir noch einmal nach vorne zum Fahrzeug. Wir sehen, wie wir gerade schon angesprochen haben, was der Kunde zuvor schon gemacht hatte, war die Jacqueline Knight auf der Serien-Krümmer-Anlage und den Heavy Breezer. Hier eine kleine Neuigkeit. Der Heavy Breezer ist derzeit auch endlich erhältlich für die Euro 5 Modelle.
Dementsprechend könnt ihr dafür auch ein Kombigutachten bekommen und auch beides eintragen lassen. Genau. Ja. Und wie man hier nochmal schön sieht, Schwinger haben wir umgearbeitet, sprich wir fahren eine Pullibremse und man hat von der rechten Seite halt komplett freie Sicht, ohne störende Bremsscheibe aufs Hinterrad. Macht halt optisch auch nochmal viel her. Absolut. Ne? Schönes lackiertes Pulli vor allen Dingen. Genau, ne, also auch komplett schwarz gehalten, genauso wie der Lack. Der sollte halt auch eher schlicht sein, deswegen hier schwarz Glanz, ganz klassisch, mit dem typischen Harley-Davidson-Schriftzug. Auch wirklich sehr, sehr schick. Sattel sollte noch mal so ein bisschen so ein Highlight bringen. Deswegen haben wir dann Kreuzmuster gemacht mit weißen Nähten. Sticht halt einfach noch mal ein bisschen raus. Ne? Also in der Gesamtheit nicht immer auf den ersten Blick als komplettes Custom-Bike vielleicht zu erkennen, aber wirklich mit sehr, sehr vielen und hochwertigen Parts hier auch ausgerüstet. Ne? Also wir können ja in verschiedene Stilrichtungen gehen, kann auch ein bisschen auffälliger sein, aber wie man hier sieht, kann auch ein bisschen dezenter sein, damit man das halt alles erstmal... Manchmal ist auch weniger mehr und absolut hier gelungen. Genau, definitiv. Wunderschönes Bike. Ja, der Kunde freut sich auch, holt er die nächsten Tage ab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Thunder Talk Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt uns Kommentare, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bald. Ciao.